Hey, ja, hier ist der Diebstar. Willkommen zurück zu FreeSpace Silent Reborn zur nächsten Mission. Beim letzten Mal haben wir verhindert, dass sich Shivaner Verstärkungen erhalten. Wir haben nämlich eine ganze Kreuzergruppe abgefangen, die unsere Blockade gebrochen hat. Im Ribos-System nach Ikea. Die wollten der Shivaner Hauptflotte mit zusammentreffen. Haben sie aber nicht geschafft. Wir haben sie abgefangen und damit, ja, unseren Sieg dort eingeleitet. Aber da machen wir nicht mit. Wir sind nämlich auf Weg zu Ross 128, wo alles angefangen hat. Und ja, werden daher sehen, was wir da jetzt machen müssen. Im Grunde wahrscheinlich dasselbe wie bisher, indem wir die ganze, ja, alles vorbereiten für eine Invasion, damit wir die Shivaner bald geschlagen haben. Also würde ich sagen, los geht's und schauen, was wir machen müssen. With our victory in the IKEA system, Allied forces have succeeded in eradicating the Shivan presence from almost every corner of Terran Vasudan space. Only one Shivan stronghold remains, the Ross 128 system, site of the first Shivan attack on our territory. The GTA and PvE have deployed all available ships to Delta Serpentis in preparation for the invasion of Ross 128. The assault will be led by the GTD Bastion and the PVD Pinnacle, the finest ships in the Terran and Vasudan fleets. Intelligence believes the Shivans have enough supplies and warships in Ross 128 to mount a significant defense. Special Ops has been tasked with doing whatever it can to reduce the amount of resistance our fleets will encounter as they scour the system. Our operations will be divided into two phases. In the first phase, our squadrons will perform a reconnaissance in force of the system to determine the optimum Allied attack strategy. In the second phase, after the invasion begins, our squadrons will conduct strategic assaults against key Shivan positions. We will be deploying all available wings on continuous rotation, so when you leave here, report to your squadron leaders for immediate mission briefings. The Krios itself will remain standing by in a hidden location should problems arise during the invasion. Research and development has made available two new weapons to assist our forces in the invasion. A variant of the Synaptic Bomb, GTI's cluster warhead, has been designed for attacks against groups or wings of enemy ships. Upon reaching its target, the primary warhead fragments into multiple secondary warheads that explode within a split second. The detonations produce a field of high-intensity explosive charges, making the cluster bomb most effective against fighter formations and freighters. The cluster bomb has a large blast radius and can destroy your fighter if detonated at close range. The EMP missile has just completed field testing, and R&D's scientists are conducting a final evaluation of its design. The missile is designed to produce a large electromagnetic pulse that scrambles sensors, communications, and navigation systems, crippling all small craft caught in the blast radius. We're expecting a shipment of the missiles from the Repulse shortly, and anticipate the weapons will be available for use when you return from your next series of missions. Ja, so sieht die Lage aus. Die Shivaner wurden im Ikea-System wohl geschlagen, während wir auf dem Weg zum Delta Serpentis-System waren. Und ja, das heißt, die Shivaner sind nur noch dort in Ross 128, wie gesagt, dort, wo alles angefangen hat, wo die Shivaner ursprünglich angegriffen haben. Das Intro von FreeSpace 1, erklärt das nochmal, falls ihr das halt mal wisst, guckt es euch an. Erste Folge FreeSpace The Great War. Dann wisst ihr schon, was damals passiert ist in Ross 128. Und ja, wir haben 200 Waffen zur Verfügung für unsere Mission hier. Einmal die EM-Pulse-Missile und die Clusterbombe. Ja, wir werden jetzt also nach Ross 128 geschickt und dort entsprechend einmal die Situation ausloten, damit wir einen Angriff vorbereiten können. Okay, dann legen wir mal los mit dem Briefing. In preparation for the main GTA thrust into Ross 128, our squadron is being dispatched to scout out the area. Your assignment is to scan a suspected nexus of Shivan activity near the site of the original attack on Outpost Riviera. Because our communications network in Ross 128 was destroyed when the Shivans first attacked, you will be out of contact with command for the duration of this mission. Gather as much data as you can. We do not know the extent of the Shivan presence in this sector, so be cautious.
Expect to encounter the standard complement of freighters, transports, and fighters. Scan all warships in the area as well as any debris that you find. If you get the opportunity, scan the cargo in the area as well. The GTI places a high priority on this operation, pilots. It is preferable to gather a small amount of data and return safely than to gather too much information and fail to make it out alive. We need whatever you can give us, no matter how insignificant it may seem. Dismissed. Ja, es war eine Aufklärungsmission. Wir sollen nämlich einfach in das System reinfliegen und anfangen zu scannen. Alles, was wir irgendwie scannen können, sollen wir mal scannen. Ja, klingt mal nach einer Aufgabe für einen Aufklärungsjäger, nämlich dem Loki. Ja, kriegen wir auch gleich vorgeschlagen. Ja, brauchen wir nichts weiter sagen, ja, also, macht Sinn. Ja, lassen wir da ja auch so. Brauchen wir nichts weiter ändern. So, bei den Waffen sieht es zwar anders aus. Da 2 Prometheus-Kanonen, nein, würde ich jetzt eher nicht nehmen wollen. Fieldbacker passt gar nicht drauf auf das Ding. Aber die Banshee könnte man nehmen. Ich denke mal, nehmen wir dann die Banshee. Und Interceptor. Ja, Raketen, leider sehen ja eh kaum. Ja, deswegen würde ich sagen, ja, wir lassen das so. Und wie sieht das bei Beta aus? Genauso, können wir auch dann so machen. Haben wir vielleicht ein bisschen weniger mit Gegnern zu tun, mit weniger Jägern, weil wir dann entsprechend zurückschlagen können. Ja, würde ich mal sagen, los geht's! Was ist das denn? Where are the Shivans? This system's supposed to be swarming with them. What's that task force doing here? Is that a recovery op? Was ist das denn? Terran vessels. This is Beta 1 of the 91st Kann man Bantam, scannen? GTD Krios. Please identify yourselves. Welcome to Ross 128. I'm afraid you've come at rather an inappropriate time. Please accept our apologies. Aha. All fighters, terminate the intruders. Das war vielleicht ein... What the hell is going on? War vielleicht ein Fehler, kann das sein? Evasive action. Whoever they obviously aren't on our side. Let's finish our mission and get out of here. Wer zum Teufel, wieso greifen die uns an? Alpha 1, scan everything you can. We'll cover you. So. Die kann ich nicht scannen. Okay, ich verstehe schon. So. An dem Bord dieses einen Transporter, das waren Truppen und die haben Shivaner gekapert. Truppentransporter mit Shivanern an Bord. Kann ich auch mal nicht scannen, diese Transporter hier. Das ist... Okay. Die kann ich auch nicht scannen, aber zerstören auch nicht. Muss ich jetzt einfach die jetzt hier machen oder was? Was ist das denn? Kann das nicht anvisieren, was ist denn das? Jäger, ist der feindlich? Ja. Tarnjäger, alles klar. Ja, ich bin zu nah. So. Ein Jäger haben wir verloren bei uns. So. Wir greifen uns gleich an. Ah, die... So. So. Machen eigentlich unsere Kollegen hier. Aua. So. Wenn wir mal hinter uns einen haben. Ja, sieht so aus. Wir hatten mal einen hinter uns, aber der hat... So, das ist ein Feind. Naja, das Feind kann ich nicht anvisieren, also ist der feindlich. Ja. So. Kann ich ausscannen? Jawohl. Okay. I think we've done all we can here. Recommend returning to base. So, das war's schon? So. So. Ja, ich werde ein paar Jäger noch jagen hier.
Was wenn man das ist, wir wollen die ein bisschen schwächen. Hinter mir. Oh, naja. Hilft ihm nicht wirklich, dass er getarnt ist. So. Ja. So, ich denke mal, wir können mal verschwinden hier. Dann kommt gleich der nächsten. Wir hauen gleich ab. War eine kurze Mission. Ja, eine sehr kurze Mission, aber... So. This mission was a surprise for both of us, pilot. Thanks to your scans, we have verified that the cruisers you encountered are GTI ships, originally registered as GTC Odin and GTC Thor. Official records, however, show that these cruisers were destroyed in 2 separate engagements at the beginning of the Great War. The fact that these ships were present in a highly sensitive sector of Shivan-controlled space at the same time as your deployment is more than a little suspicious. We can only assume that this operation was carried out by a rogue element of the GTI. Thanks to your scans of the Shivan transport and cargo, intelligence may soon be able to determine the motivation and intent of the rogue operation. We are already preparing a preliminary report to deliver to Terran Command. Excellent work. Ja, lief ja eine ganz gute Mission, weil auch nicht sonderlich schwer, wenn man es genau betrachtet. War jetzt mal wirklich eine ja, wie kann man das sagen, eine Erholungsmission, ja. Reingeflogen, aber war nichts Shivaner da, außer einen Transporter, den wir da scannen konnten. Da haben Truppentransporter wohl gekapert, um Shivaner wohl gefangen zu nehmen, wieder neue. Und ja, jetzt offenbar ein feindliches Element innerhalb von einer GTI unterwegs. Oder abtrünnig, sagen wir so. Und die beiden Schiffe kreuzen eigentlich so zerstört. Ja, es ist halt wie bei der Einstein im Grunde, also auch sehr merkwürdig das Ganze. Ja, wie sieht bei den Statistiken aus? 7 Abschlüsse, 0 Assists, ja, oder selbst erledigt, Raketen konnte man nicht einsetzen. 7 Lokis, ja gut, war ja auch klar. 102 Abschlüsse haben wir jetzt abgesammelt. Und ja, was haben wir am meisten? Am meisten haben wir Basilisten. Ja, und dann Manticores, also Gesundheit und Shivaner erledigt, aber zur Abwechslung mal wieder ein paar tyrannische Schiffe. Ja, das war's ja schon mit dieser Mission. War jetzt sehr kurz, aber ja, muss auch mal sein. Am Überwiegend sind die Missionen ja ziemlich lange hier. Aber halt diesmal nicht. Immer eine kurze Mission. Ist ja auch nicht schlimm, ne? Deswegen, ja, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Denkt an das Feedback und bis zum nächsten Mal.